Hallo, ihr Lieben. Granny 1 und 2 habe ich schon in meiner Playlist für euch runtergeladen, aber es fehlt noch ein drittes Granny und das zeige ich euch jetzt. Insgesamt sind es ja 4 verschiedene Granny Squares und diese Motive werde ich dann nachher im Anschluss zusammenhäkeln, dann ist das Shirt fertig. Und auch in die Videobeschreibung nach den anderen Anleitungen, die ich dort euch verlinkt habe. Wir häkeln wieder mit Baumwolle. Wir beginnen wieder mit einem Fadenring und in diesem Fadenring häkeln wir 15 Stäbchen. Und am Anfang dieser Runde machen wir 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Wir beenden die Runde immer mit einer Kettenmasche. Nun kommt die zweite Runde. Da häkeln wir als erstes 3 Luftmaschen als erstes Anfangsstäbchen. Da das ein Bündel von 3 Stäbchen wird, häkeln wir jetzt noch 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Dieses Bündel wird zusammen abgemascht, also immer 3 Stäbchen werden zusammen abgekettet. Am Anfang dieser Runde werden die 2 Stäbchen zusammen abgemascht. Nach diesem Bündel häkeln wir 3 Luftmaschen, das heißt, wir häkeln die ganze Runde im Wechsel immer ein Dreierstäbchenbündel und 3 Luftmaschen im Wechsel, ganze Runde. Und am Ende der Runde haben wir 8 Bündel und 8 Luftmaschenbrücken. Jetzt kommt die dritte Runde, da machen wir 3 Anfangsluftmaschen und ein Stäbchen, wieder als Bündel.
Dann stechen wir direkt in das Dreierbündel der Vorrunde und häkeln 2 Stäbchen als Bündel. Dann 7 Luftmaschen und wieder in die gleiche Einstichstelle ein erneutes Bündel aus 2 Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde. Kommt die 4. Runde. Wir häkeln wieder 3 Anfangsluftmaschen und zusätzlich am Anfang dieser Runde noch 4 Luftmaschen. Wir schließen die Runde mit einer Kettenmasche. Wir häkeln dann in den Bogen der Vorrunde eine feste Masche und dazu noch 4 Luftmaschen. Zwischen den 2 Bündeln der Vorrunde häkeln wir ein Stäbchen und zusätzlich noch 4 Luftmaschen. Dann wieder eine feste Masche, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen, 4 Luftmaschen, die ganze Runde. Nun kommt die 5. Runde, da machen wir wieder 3 Anfangsluftmaschen und zusätzlich 4 Luftmaschen. Dann häkeln wir eine Ecke, das heißt ein Doppelstäbchen, 4 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen in die gleiche Einstichstelle.
Weiter häkeln wir 4 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen, wieder 4 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen, 4 Luftmaschen und dann kommt wieder die Ecke. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt bei mir im Kanal. Drückt die Klingel und viel Spaß beim Nachmachen.